Heute fahre ich mal mit der Schwalbe zum Bad Zwischen an der Meer und erzähle euch mal ein paar interessante Sachen darüber, wie zum Beispiel über die Sage. Ja, schauen wir mal. Los geht's nach dem Intro. Hier sind wir jetzt auf der Seite von 3 Bergen und hier fangen wir mal an beim Bad Zwischen an der Meer. Mit dieser Seite verbinde ich auch noch ein bisschen was Persönliches, weil hier in der Nähe hat meine Tochter immer Fußballtraining gehabt und von hier aus bin ich dann immer gestartet, um den Bad Zwischen an der Meer einmal rumzujoggen. Die Strecke ist so circa einmal rum, so circa 11,5 Kilometer lang und dafür habe ich immer gebraucht, so circa 1,5 Stunden. Das war ganz okay. Hinterher hat auch ein bisschen Ansporn gebracht, weil wenn man hier einmal anfängt rumzulaufen, dann läuft man auch zu Ende, weil wenn man die Hälfte rum hat, dann ist es egal, wie rum man läuft. Also läuft man einmal ganz rum. Und ja, hat eigentlich auch gut Spaß gemacht. Und wenn man hier einen Spaziergang rum machen möchte, würde ich mal sagen, ich glaube, einmal um das ganze Meer rum sind so circa 2,5 Stunden, sollte man dafür auf jeden Fall einplanen. Aber jetzt wollen wir mal rüber zur Promenade und da laufen wir diesmal nicht, sondern da wird mit der Schwalbe gefahren. So, jetzt bin ich am Bad Zwischen an der Meer angekommen und laufe direkt vom Parkplatz direkt zur Promenade. Und ihr seht schon, hier ist heute richtig was los und das auf einem Sonntag. Übrigens, in Bad Zwischen haben die Geschäfte geöffnet auf dem Sonntag. Vielleicht habt ihr es ja gesehen gerade eben im Video, wo ich durch den Ort durchgefahren bin. Aber jetzt zurück zum See, weil das Bad Zwischen an der Meer ist ja kein Meer, sondern ein See. Und das mit ca. 5,5 Quadratkilometern Fläche der drittgrößte See in Niedersachsen. Und das ist ungefähr 2,8 Kilometer lang und etwa 2 Kilometer breit. Wenn man einmal rumläuft, hatte ich euch ja schon gesagt, so ca. 11,5 Kilometer lang. Im ersten Blick sieht das fast wie ein ganz natürlicher See aus, aber seine Entstehung ist ja tatsächlich etwas Besonderes. Unter diesem Gebiet liegt ein alter Salzstock und der sich vor sehr langer Zeit im Untergrund gebildet hat. Über Jahrtausende wurde dieses Salz durch Grundwasser langsam aufgespült und irgendwann sackt der Boden direkt drüber ab und so entstand hier das riesige Erdwall, der sich später mit Wasser befüllte. Man geht heute davon aus, dass das Bad Zwischen am Meer so vor ungefähr 12.000 Jahren entstanden ist, also gegen Ende der letzten Eiszeit. Besonders interessant finde ich noch die Tiefe des Sees, denn im Durchschnitt, und das wissen die wenigsten, ist das Wasser hier nur 3,3 Meter tief. An der tiefsten Stelle sind ca. 5,5 bis 6 Meter, aber mehr ist das gar nicht. Ja, und wenn man jetzt ein Stück weiter geht, kommt man dann hier zum Anleger. Von hier aus starten immer die Rundfahrten über das Bad Zwischen am Meer. Die Schiffe fahren unter anderem Richtung 3 Bergen und Rostrup. Gerade vom Wasser aus bekommt man nochmal eine ganz andere Perspektive über das Uferbereich und die Landschaft.
rund um den See. Und direkt hier neben dem Anleger, da hat man auch für die Touristen hauptsächlich gemacht, so ein Bilderrahmen, wo man schnell ein Foto macht. Habe ich natürlich auch gemacht. Und es gibt auch noch eine Sage über das Zwischenahner Meer. Und die Legende zufolge hat der Teufel einst eine Kirche in Oldenburg zerstören wollen. Und dafür riss er ein Stück Erde samt Wald heraus und flog damit los. Während dieses Fluges soll ihm dann 3 krähende Hähne erschreckt haben, sodass er die Erde fallen ließ. Dort, wo dieses Stück herausgerissen wurde, blieb ein großes Loch übrig und daraus entstand dann laut der Sage das Zwischenahner Meer. Direkt an der Promenade findet man auch das Restaurant Spieker, was ihr hier gerade seht, was bekannt ist für seinen traditionellen Räucheraal, was auch sehr lecker schmeckt, ist übrigens das Bauernfrühstück, was hier beides fest auf der Speisekarte zu finden ist. Ja, und damit geht jetzt auch der kleine Rundgang hier bei Zwischenahne langsam zu Ende. Ich gehe jetzt noch zurück zur Schwalbe und mache mich auf den Heimweg. In Zukunft werden auf jeden Fall noch mehr solche Touren und Orte dazukommen, bei denen ich unterwegs Besonderheiten erzähle. Wenn ihr Vorschläge habt, über welche Orte ich als nächstes berichten soll, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Natürlich könnt ihr auch hier schreiben, ob ihr selbst schon einmal hier wart und welche Ecke euch besonders gefällt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, damit ihr die nächste Tour halt nicht verpasst. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann, bis zum nächsten Mal und tschüss.